Jeden Tag spielten die Zwillingsbrüder Chun und Wukuf zusammen Ball. Eines Tages störte ihr lebhaftes Spiel die Fürsten der Unterwelt, die sie daraufhin zu einem Wettkampf herausforderten. Aber als die Brüder ankamen, wurden sie gefangen genommen und getötet. Chuns Kopf wurde als Trophäe an einen Baum gehängt. Der Baum trug bald prächtige Früchte, was die Aufmerksamkeit der Tochter eines Fürsten erregte. Als sie pflücken wollte, spuckte Chuns Totenkopf auf ihre Hand und sie wurde schwanger. Auf der Flucht vor dem Zorn ihres Vaters suchte sie Zuflucht bei ihrer Schwiegermutter und gebar dort Zwillingssöhne, Chunachpu und Ixbalanque. Die Zwillingssöhne entdeckten die Ballspielausrüstung ihres Vaters, die ihre Großmutter versteckt hatte, und begannen damit zu spielen. Bald darauf überbrachten Boten aus der Unterwelt eine weitere Herausforderung. Obwohl sie wussten, was ihren Vätern widerfahren war, folgten sie dem Ruf und wanderten durch tiefe Höhlen und über Flüsse voller Skorpione, Blut und Eiter, bis sie die große Stadt erreichten, von der aus die Fürsten der Unterwelt jeden Aspekt der Natur beherrschten und den Menschen Leid zufügten. Die Zwillinge betraten die Stadt, um ihre Herausforderer zu finden. Diese hatten sich zwischen Statuen ihrer selbst versteckt, um die Besucher zu verwirren. Aber die Brüder schickten einen Moskito voraus. Als dieser die Figuren stach, schrien die Fürsten auf und verrieten sich dadurch. Sie zwangen die Zwillinge, die Nacht im Haus der Finsternis zu verbringen. Sie gaben ihnen eine Fackel, warnten sie aber, dass sie diese unverbrannt zurückgeben müssten, sonst drohe ihnen der Tod. Als die Dunkelheit näher rückte, schmückten die findigen Brüder die Fackel mit roten Ara-Federn und Glühwürmchen aus. Am Morgen waren die Fürsten schockiert, dass die Fackel zwar leuchtete, aber nicht verbrannt war. Sie bestanden darauf, das Spiel mit ihrem eigenen Ball zu spielen. Die Zwillinge willigten ein, merkten aber, dass die Fürsten eine Waffe im Ball versteckt hatten, die sie über das Feld jagte und sie zu töten versuchte. Die erste Runde überlebten sie, doch war ihnen nun bewusst, dass dies kein gewöhnliches Spiel war. Sie spielten noch viele weitere Runden und jedes Mal gelang den Zwillingen bestenfalls ein Unentschieden, weshalb sie sich jeder übernatürlichen Prüfung der Fürsten stellen mussten, bevor das Spiel weitergehen konnte. Sie überlebten das Haus der Kälte, in dem sie ein Feuer machten, das Haus der Jaguare, in dem sie Knochen an die Bestien verfütterten. Doch im Haus der Fledermäuse riss eine davon Chunachpu den Kopf ab. Überzeugt davon, nun im Vorteil zu sein, ließen die Fürsten eine weitere Runde Ball spielen und hängten Chunachpus Kopf über dem Platz auf. Der scharfsinnige Ixbalanque rief die Tiere zu sich. Eine Schildkröte brachte ihm einen Feigenblattkürbis, aus dem er einen Kopf schnitzte. Während die Fürsten dem Ball nachjagten, tauschte er den Kürbis gegen den Kopf aus. Als Chunachpus Körper wieder einen Kopf hatte, spielten die beiden noch härter als vorher. Am Ende gewannen sie, indem sie den Kürbis so trafen, dass er am Boden zerschellte. Die Zwillinge wussten, dass ihre tückischen Gegner die Niederlage nicht hinnehmen würden. Um sich zu schützen, heuerten sie 2 Seher an. Und tatsächlich steckten die Fürsten die beiden in einen Ofen. Aber die Seher kippten deren Überreste in den Fluss, was sie wieder zum Leben erweckte. Dann traten die Brüder als 2 zerzauste Kinder verkleidet vor die Fürsten und begannen zu tanzen und Wunder zu vollbringen. Bei ihrem letzten Trick gab Ixbalanque vor, Chunachpu zu töten, um ihn dann wieder auferstehen zu lassen. Den Fürsten gefiel das so gut, dass sie verlangten, denselben Trick auch bei ihnen anzuwenden. Noch immer verkleidet, erfüllten die Brüder diesen Wunsch nur zu gerne und töteten die Fürsten einen nach dem anderen. Als die noch lebenden Fürsten erkannten, wer da vor ihnen stand und dass es keine Auferstehung geben würde, flehten sie um Gnade, doch die Zwillinge verfluchten sie. Fortan wurden den Fürsten keine Opfer mehr dargebracht und sie hatten keine Macht mehr über die Oberwelt. Die Tage ihrer Schreckensherrschaft über die Menschen waren vorbei. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig.